Hey Leute, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch den Einbau einer Bordsteinautomatik. Und zwar habe ich dieses Gerät aus der Türkei erworben, besser gesagt von dem Admin der türkischen Astra K Gruppe. Er hat auf seinen YouTube-Kanal, habe ich hier mal verlinkt, auch mal gezeigt, wie das alles angeschlossen wird. Habe ich mir genauer angeschaut und so eine Anleitung mehr oder weniger gebastelt. Das werde ich auch hier nochmal einblenden und zeige euch, wie das dann alles angeschlossen wird. Und sobald wir dann den Rückwärtsgang einlegen, verstellt sich dann der rechte Spiegel in dieser Position, den wir dann vorher hier einstellen. Je nachdem, wie weit er nach unten fahren soll und wie weit er nach oben fahren soll. Jetzt gehen wir mal zum Einbau. Ich habe schon hier etwas vorbereitet. Besser gesagt, alles schon soweit angeschlossen und geprüft, ob es funktioniert. Es funktioniert. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das genau angeschlossen wird. So, Schritt Nummer 1. Wir müssen diese Abdeckung entfernen, indem wir hier mit sehr viel Kraft von links und rechts reindrücken und die Abdeckung dann hier entfernen können. Dann haben wir hier drinnen an oberster Stelle befindet sich ein grauer Stecker. Den habe ich hier schon abgemacht. Und zwar müsst ihr mit einem Schraubendreher hier einmal reindrücken, dann könnt ihr ihn abziehen. Dann haben wir hier den grün-weißen Kabel. Den müssen wir einmal durch die Mitte schneiden und dann abzweigen. Das habe ich mit einer Vakuumklemme gemacht. Nachdem wir den abgezweigt haben, können wir das Kabel dann sauber hinter der Verkleidung verlegen. Dann gehen wir mal zu Schritt 2. Hier nochmal kurz einen Einblick, wie ich das Kabel hier verlegt habe, hinter der Abdeckung. Die Dinger sind alle nur geklipst, einfach nur abziehen. Übrigens ist das grün-weiße Kabel das Signal beim Rückwärtsgang einlegen. Daher brauchen wir auch dieses Kabel an dem Gerät hier. Als nächsten Schritt haben wir hier diese Abdeckung. Den kann man einfach hier per Klipse raushebeln, aber nicht ganz abmachen, das müsst ihr nicht. Das müssen wir abmachen, damit wir die Türverkleidung ebenfalls rausklipsen können. Ihr seht hier die einzelnen Klipse. Da keine Angst haben, bisschen mit Kraft zur Seite ziehen. Dann habt ihr hier massig Platz, um zu arbeiten. Und wir haben hier hinten einen Kabelbaum. Und von dem Kabelbaum brauchen wir folgende Kabel. Das rote dicke ist das 12 Volt. Das müssen wir abzweigen, damit wir unser rotes an das Gerät anschließen können. Dann haben wir noch ein weißes dickes. Das müssen wir einmal durch die Hälfte schneiden. Das, was von oben kommt, schließen wir mit dem gelben vom Gerät an. Das, was unten übrig bleibt, das dicke weiße, das schließen wir an mit dem grauen vom Gerät. Dann haben wir noch ein gelbes mit einem lila Streifen, also gelb mit lila Streifen. Das, was von oben kommt, schließen wir an mit dem blauen vom Gerät. Das, was unten übrig bleibt, das, was nach unten fährt, besser gesagt, das gelb-lila, schließen wir an mit dem weißen vom Gerät. Dann haben wir noch das schwarze. Das kommt dann hier an die Erdung, an der Karosserie. Es sind überall befinden sich Erdungen, ob das hier oder hier ist. Das könnt ihr dann auch hier anschließen. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon. Das Ganze habe ich dann mit Schrumpfschlauch versehen. Das werde ich gleich schließen und mit Gewebeband dann nochmal professionell komplett verschließen. Und ja, da wo ich halt was abzweigen musste, habe ich dann Vakuumklemmen genutzt. An dem Gerät selbst ist eine Sicherung dran. Die kann dann bei Bedarf, wenn sie defekt geht, wenn sie kaputt geht, ausgewechselt werden. So, die Schrumpfschläuche sind jetzt geschrumpft und jetzt nutze ich das Gewebeband, um das nochmal zu verschließen. So sollte es dann aussehen, wenn wieder alles verschlossen ist. Die Abdichtung perfekt drauf und ja, dahinter sind auf jeden Fall sehr viel Platz. Falls irgendwas passieren sollte, beziehungsweise ihr wollt es nochmal einstellen, dann nochmal, wie gesagt, hier das kurz abmachen und dann die Abdeckung abmachen. So, jetzt testen wir mal den Rückwärtsgang. Meine Hände sind hier. Einmal Rückwärtsgang rein. Ihr seht, wie der Spiegel runterfährt.
Also vom Meer aus gesehen ist er natürlich perfekt eingestellt. Jetzt mache ich wieder den ersten Gang rein. Und er fährt nach einigen Sekunden wieder hoch. Ja. Und hier ist auch natürlich keiner. Es funktioniert. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ist jedes Mal lästig gewesen, bei Bordsteinkanten den Spiegel automatisch einzustellen. Auch eine kleine Anmerkung, falls ihr dennoch Bedarf habt, den Spiegel etwas einzustellen, das könnt ihr natürlich machen. Der Radius, der da runter und hoch fährt, der bleibt einfach gleich. Ihr könnt selbst nochmal von hier aus justieren. Wenn euch das nicht gefällt, wie weit er runterfährt oder hochfährt, das könnt ihr natürlich dann am Gerät unten nochmal einstellen.